Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Ich will treten in den Vorhof mit Preis. Denn ich weiß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Ich will treten in den Vorhof mit Preis. Denn ich weiß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Nummer 403. Weit hinterm blauen Himmel dort, ein Gott wohnt fern von Menschensicht. Der thronet in den Himmelzort und sprach mit Macht, es werde Licht. Da ist ein Gott, der ewig lebt, und nur in ihm auch leben wir aus Erdschub, der einst den Mann, ja, er ist Gott, ein großer Gott. Es war vor langer Zeit ein Gott, der zu Propheten sprach. Er ist, der uns von Schuld befreit. Und wenn er spricht, spricht er mit Macht. Da ist ein Gott, der ewig lebt, und nur in ihm auch leben wir aus Erdschub, der einst den Mann, ja, er ist Gott, ein großer Gott. Er sichert uns vom Todesgraben und hält uns fest an seiner Hand. Dem Gott alleine wir vertrauen, der uns in unserem Elend fand. Da ist ein Gott, der ewig lebt, und nur in ihm auch leben wir aus Erdschub, der einst den Mann, ja, er ist Gott, ein großer Gott. Und Gottes Sohn am Kreuze starb, er gab sein Leben für uns hin. Dort er den Sünden hat er war, und ewig leben wir in ihm. Da ist ein Gott, der ewig lebt,
schuf er, der einst den Mann. Ja, ist Gott, ein großer Gott. Ja, ik wens jullie van een goede morgen. Ook herzlich welkom waren in jeder einer. All die, wat hier gekommen sind. Gewöhnlich hier oder nicht, aber welkom hier so. Samen haben die Gesundheit die auch nicht gehabt und von der sind die hier so waren. Und wir sehen, dass Gott das gut zu uns. Mir hat hier so ein paar Vers zu lesen, was ich auch eingelesen habe, an so einer Eröffnung ist das, mit Jesaja, Kapitel 48. Sind sehr, für mich sind das sehr rührende Vers immer war. Und nach meinem größten Problem, dass er sich die nicht so persönlich annehmen geht, als einer Sohn. Dieser redet von dem Volk Israel. Jesaja 48, Vers 17 und 18. Lesen wir es dort. So spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige in Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist, und leitet dich auf dem Wege, den du gehst. Oh, dass du auf meine Gebote merktest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Hier sagt der Herr, er will uns was lehren, was uns nützlich ist. Gerade wenn sie von der Typ gekommen sind, extra am sein Wort zu hören, ja, dann habe ich klar, Gott will uns was lehren. Er will uns leiden auf dem Weg, was wir gehen. Lassen wir uns hier. Leitet dich auf dem Wege, den du gehst. Und muss wir uns das bewusst sein, dass Gott mit uns gegangen ist. Auf dem Weg, was wir gegangen sind, der letzte Weg. Heißt, dass nicht die anderen vorbeigegangen, er weiß gerade, was wir durchgehen, ob wir in schweren Kämpfen sind, oder was wir beleben dann. Ja, und das ich kurz erwähnen, sind so eine Krankheit durchgegangen, das ist nicht für die von dir. Und Freien zu tun, auch, oder habe ich das Wort hier, das ist auch nicht gewesen, nicht ganz gesund. So kann ich mehr sagen, Gott hat das all an seiner Hand. Er kann geben, er kann nehmen. Na, der 18. Vers, oh, dass du auf meine Gebote merktest. Mocht wir von der auf den Wort horchen, dass wir waren würden, in deiner Frieden, das wir lesen, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom. Dein Strom. Sei dein Orvied, dein Friede. Mocht das nicht voll sein, dass wir würden, und dein Friede ziehen, und dass die Gerechtigkeit, dass die wird wachsen, wir würden wiederkommen können. Das sind auch schon Klassen, Rückkommen, für euch in einer Stunde zum Beten. Uns himmlischer Vater, wir danken dir für diese neue Gelegenheit, die du uns gegeben hast. So gesund, als wir noch sind, dass wir können hier so im Gottesdienst sein. Ich danke dir dafür, dass du die wunderbar bezeugt hast. Ich danke dir besonders noch einmal, dass du die offene Dären haben hier so in die Kirche, dass wir können unter den Wort kommen. Und dass die Wort noch so frei können haben unter uns. Ich danke dir für das Wort, dass so lebendig ist. Besonders wenn wir uns das annehmen, dann finden wir eine besondere Kraft und besondere Segen beim. Ich bitte, dass du diesen Vermerk und zu uns reden können, auch der Sinnerschule, ich bitte für die Lehrer, für die Kinder alle, muss die, was ich kann, so streben, was kann Frucht bringen, was in aller Ewigkeit was nicht kann. Ich bitte auch für die, was hier von dir nicht kann sein, kann Krankheiten Ursache sein, oder nicht der Mut, möchte in jedem ein Licht sein, der er ist, und segnen und begleiten. Ich bitte auch, dass du diesen Tag auch all die anderen Städten, wo immer die Wut gepredigt wird, er muss die besonders erhoben und gepriesen werden. Im Namen Jesus. Amen. Wieder ein Platz. 246.
Ich ging einher in Dunkelheit, der Jesu mich gekannt, bis unter seinem Gnadenlicht ich selgen Frieden fand. Fried und Freude strahlten meiner Seele, Jesu Liebe macht den Pfad mir hell. Seit der teure Heiland mir das Herz erneut, wandle ich im Lichte seiner Heiligkeit. Weil wandelnd in dem Licht des Herrn bin ich in ihm vergnügt und kämpfe unter seiner Fahnd, das Feind um Feind erliegt. Fried und Freude strahlten meiner Seele, Jesu Liebe macht den Pfad mir hell. Seit der teure Heiland mir das Herz erneut, wandle ich im Lichte seiner Heiligkeit. Ob schwer gewölkt und Sturm getost, verwirrt der Sonne Glanz, in meiner Seele duftet süß ein blühender Siegeskranz. Fried und Freude strahlten meiner Seele, Jesu Liebe macht den Pfad mir hell. Seit der teure Heiland mir das Herz erneut, wandle ich im Lichte seiner Heiligkeit. Und ist der Wallfahrt Ziel erreicht, werde ich in Klarheit schauen, den König, dem kein anderer gleicht, am frischen Himmelshaus. Fried und Freude strahlten meiner Seele, Jesu Liebe macht den Pfad mir hell. Seit der teure Heiland mir das Herz erneut, wandle ich im Lichte seiner Heiligkeit. Ja, ik weet niet gelijk wat die für Gedanken oder was die für Chancen durchgegangen sind. Manchmal, wenn er denkt an Rückmerken für den Sonntag, dann denkt er, na, der kommt einfach ab dort, wo er selbst beim lebt, Dinge, was ihm selbst wichtig sind, und dann denkt er, so, da wird der Nächsten vielleicht auch wichtig sein. Infolgedessen wird er sich manchmal verschieden. Die Anleitung, was ich von der handelt von Jakobus Kapitel 3, kwartier lang 3, hat wie du so, ook van diesem zelfs Aufschnitt wordt, aber wir nehmen das erst Wort uit. Jakobus Kapitel 3, Vers 17 hauptsächlich. Der Überschrift hat hier so handgeschrieben, die Weisheit, die sich sagen lässt. Welchen Satz? Das war der nächste Satz, wie wir hier fingen. Ich wollte den 17. Vers lesen, Jakobus 3, Vers 17. Dan waren we op wat gaan naar vers 13 en dan nog einmal frisch überlesen. Vers 17 lesen wir es dit. Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen. Die Weisheit von oben lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Nu willen we van vers 13 anfangen. Nog einmal überlesen. Das wird ein Tophang mit das Ganze. Vers 13 lesen wir diesen Weg. Wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber Bitten, Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herkommt, sondern irdisch, menschlich und teuflisch. Denn was Neid und Zank ist, da ist Unordnung und eitel böses Ding. Dann der 17. Vers noch einmal. Die Weisheit aber von oben her
ist aufs erste keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Ja, har ik eine Anleitung von einem Mensch Neid im Horten hat, bitter Neid, was das mit sich bringt, wo das ganze Leben anstecken wird. Und dann sagt Jakobus hier, das ist nicht die Weisheit von boven. Die Weisheit von boven, wer die hat, handelt anders. Der draagt nicht Bitterkeit mit, in order wie der lässt sich sein. Das wird für den Eindruck, was wir hier finden. Hier ist Meierband, und wir wollen gleich eine betonen. Lässt sich sagen. Jakobus schrift dort an die Gemeindes, verschiedene Gemeinden schrift dort. Also ich habe uns verstanden, das sind Gläubige, was er schrift. Dann denken wir so, na, dann sollte doch nicht ein Problem sein, dass Menschen sich nicht sein lassen. Aber scheinbar ist das ein von den ganz größten Kampf, was Menschen im Leben haben, oder diejenigen, die den größten Abgaben, oder wie gesagt, was ein Mensch kriegt, das ist mit seinen eigenen Problemen fertig zu werden. Ja, geht das auch so? Manchmal, wenn ich ein Problem habe, ich komme nicht mit, oder ich hier in so einem starken Kampf, habe viel mehr bloß mit mir zu tun. Ich kann das Ding nicht annehmen. Ich lasse mich nicht ruhen. Und dann, wenn wir würden denken an die Kinder, manchmal würden an die Kinder so gierig wollen ruhen, wie sein das den Wach zu gehen, wird nicht halt leicht sein. Und wir würden so sehr gierig wollen ruhen. Aber sie lassen sich nicht sein. Sie sind selbstgerecht. Ich will mein einer Wach wählen. Und scheinbar ist dort ein Kampf, was vielleicht in den jungen Menschen einfach mit mehr ist. Aber ich in meinem Leben möchte das eins, dass in einem Kampf habe, und er lässt sich nicht sein. Wenn ich mir selbst entscheiden will, ich will helfen, ist ganz leicht gut. Leicht hat eins wie ein Rot, was mir helfen wird. Aber wenn ich mir entschließe, nicht zu tun, ich will nicht begeben, kann eins wie den besten Rot gegeben haben, und das geht bloß vorbei. Diese Schwierigkeiten, diese persönlichen Schwierigkeiten, die finden wir sehr viel unter sogenannten Christen. Wollen wir nicht Bild hören, dass gesagt worden, der Bruder ist ein kleiner Bruder, aber das ist ein Hafte. Vielleicht beleidigt, oder nimmt den Rot nicht an von anderen, will vielleicht ziemlich leicht seine Meinung durchfahren, will nicht den Rot von anderen annehmen. Hat gute Siegen, benannt sich in Christus, aber der hat persönlich Schwierigkeiten. Der konnte nicht immer. Und das sind manchmal so eine Dinge, wo der vielleicht sagen, bitte, wenn nicht schwor sind, zu kommen. Es sind viele, die haben ganz klar, sie haben die Sinnevergebung erfahren, aber der haben ein oder andere Ding, der straucheln, immer war er. Der straucheln er. Und dann sagen sie das nicht, aber eins, was ich sagen, dass der meiste Fall ist, dass die Leute sich nicht sein. Rot hast du was, der passende Rot hast du was, aber der haben die nicht angenommen. Jakobus sagt, diese Eigenschaft, dass wir uns sein lassen, die kommt vom Boden. Und will mal zu sagen, und das Fleisch wohnt dort nicht von selbst. Wir haben den nicht angeboren. Das ist eine Weisheit, was wir geschenkt kriegen vom Boden, weil ein Mensch sich sagen lässt. Und das ist ein Teken von Leib und ein Teken von der Geist im Horten dann wohnt, wann wir uns sein lassen. Wo das eine Ding fehlt, dass wir uns nicht daran sein lassen, ist der geistliche Zustand nicht normal. Wir wollen immer wahrer, wo non stecken. Wenn ich bei einer Person, dann wird andere. Wenn ich bei einem Verhältnis, dann wird andere. Immer wahrer, wo wir wohl non stecken, dann wird uns weiter. Wenn es das fehlt, dass das ein Ding besätigt wird. So dass ich sehe, in Wirklichkeit ist es nicht schwer, eins in Kampf zu überkommen, wenn ich will. Ich habe mich gewundert. Wovon große Dinge im Menschen kommt ja, und wenn die will, will ich, dass ich überkommen kann. Los von der Welt. So dass ich sehe, so leicht, als du der passende Rot, der passende Halt, wenn ein Mensch will. Also, dann braucht das wie ein sein lassen. Dann ist es leicht, die Sache zu beseitigen.
ein Ding, was da klar ist, der Friede und die Einigkeit, der muss uns wichtig sein. Wichtiger als alle anderen. Allein bloß, wenn das in der Wahrheit bleibt. Wenn wir sagen, an Wahrheit, Gott halten, das darf ich nicht. Aber dass das in der Wahrheit bleibt. Wenn da Einigkeiten sind, die können nicht bestehen. Die können nicht bestehen, als er dann uns als eins das was wichtiger als Frieden und Einigkeit. Wenn mir das zu tun ist, das will ich gerne wissen. Das er immer recht ist. Dann kann es sein, was das nicht Frieden und Einigkeit geben. Dann ist mir das wichtiger. Dann ist mir das wichtiger, dass mein Willen, was da ich fordern, als das was bestehen. Dann lohnt es mir nicht sein. Wo die meisten müssen abkommen. Wir sehen in sehr vielen Beispielen Abraham und Lot. Mir interessiert das sehr. Abraham wird der Onkel über Lot. Und dann wird der Trouble der Arbeiter, dass sie sich zanken, dass sie nicht nur gute Welt haben. Und dann, wenn die Arbeiter sich zanken, wer der beste Weltkrieg. Und Abraham sieht, das ist nicht reich, das ist nicht gut. Und dann sagt er Lot, entscheide die, wo die haben was, wo ich den Unrechnung nehmen, als wo die was. Am nicht zank wieder zu haben. Glaube ich, dass Abraham sagt, die grüne Welt nicht auch, was Lot sagt? Ganz sicher. Was wir Abraham sein Hauptziel? Friede und Eintracht. Wenn Abraham nicht hat, ein Glauben gehabt an einen großen Gott, was wird vergelten und was wird weh führen, wo er sicher gehen kann, würde sich auch an der grüne Welt gewählt, was Lot hat. Lot checkt nur die steht, was der grünste sagt, dann wählt er sich da, dann ging Lot, mein Abraham, das zu haben. Wo sei wir, wo Gott Abraham segnen hat. Abraham wird das Kraken tun, wenn er nichts in der grünen Welt hat. Am wird ihm zu tun, dass Gott sein Segen soll mit ihm gehen kann. Und das passiert direkt so. Gott sein Segen geht mit ihm. Er wird bereit, sich ruhen zu lassen, sein zu lassen. Er gibt unter Gelegenheit. Und was ich will da hier betonen, rücken ist, er will Streit verbieten. In Gott segnen. So viele Mal beleven Dinge, da laat uns so, dass eins wo ran wie kart. Jana es bitte wie du komm. Der nimmt meine Rechten weg. Der nimmt mein Gewinnsfut. Und andere wird das mir bitte mit seinem Fout mein Weichen stoppen. Und dann checken wir den Mensch an und dann schreiben wir Kampf. Dann schreiben wir Kampf. Und es steht dort, wie dann auch das Abraham tun, da zu der Lot am auch im Weichen kommen. Hat er dann auch sozusagen vielleicht den Fout mit zum Weichen stecken. Aber er kickt Hacher. Er kickt, wer segnet mich? Wer kann mich wieder segnen? Und dann sagen wir hier so auch, wo ich, wenn wir dann so klar haben, okay, wenn das Mensch mich vielleicht eine Sache mit der Hand nimmt oder einen Segen nimmt, wer erst mir mehr geben kann. Weil wir nicht glauben haben, dass Gott kann mich vergelten. Viel mehr geben, als was er mir geweicht nimmt, ist kein Problem. Der hat keinen Streit. Dann gehen wir wieder und dann sagen wir in Einigkeit wieder gehen, wie kann man Gott zum Segen wählen. Wer sich sagen lässt, der wird das Bild wiesen in seinem Leben. Eins, wo wird die Gelegenheit kommen, dass du das was bewiesen kann, dass du eine Person bist, was sich sagen lässt. Viele, wenn die in eine unangenehme Sachen dann kommen, dann bleiben sie sein Mann für das Reich anstehen. Das ich erwähne. Sein Mann, ich werde wiesen, dass ich im Reichen bin. Und don't, als mir Geld kostet. Und don't, wo ich reden muss, wo lüdig worden muss. Aber ich werde bewiesen, dass ich im Reichen bin. Viele Mal, wenn ein Mensch so ivrig wird, dann verlässt er andere Dinge, die sehr wichtig sind, was wir nicht verlieren. Was wichtig ist, dass wir Freundlichkeit bewiesen haben, Barmherzigkeit, dass wir nachsichtig sind, nachsichtig, geduldig, dass wir Christus ähnlich handeln. Viele Menschen, so sagen, ich was, dann geht das andere alle über sich, dann versiert wir davon. Dann ist uns das nicht wichtig, als die Menschen stehen, wo wir das wissen. Das muss der Fall sein, was er hier getan hat. Viele Menschen, viele Frauen, als das was. Mensch wird sich sehr, sehr verteidigen. Viele Mal sieht er Luther, dass er doch wahr ist. Aber er wird nicht durchstehen.
Wirklich geestelijke mensen, die zijn niet zozeer te doen omdat ze wel meer recht volhouden. Veel daarvan geven ze dat ab. Ze geven dat in Gott zijn heen. Instead dat ze weer bestriden worden. Vielemaal zijn we dus niet wat wichtig dat een spelje was. Dus geen wichtig dingetje was. Dat had geen oorzaak gehad. Ik wil niet zeggen dat consent geven, dat hierdoor kan ik een grote gevaar bedienen. Een grote gevaar, entweder voor mijn familie, of voor de gemeente, kan het een grote gevaar zijn, wanneer ik hierdoor wat nu geven. Maar dat is niet leftig te val. De meeste steden, daar is dat los, als ik wel. Als ik wel gaan geven, als ik wel loslaten. Het is geen wichtig ding wat we verloren gaan worden, want we worden bijgeven. Maar we denken dan, als een mens gezwungen is, hij moet hij zijn recht verteidigen. En wanneer ik verteidigen wat maken, dan blijf ik dat op een weg, dat ik kan sanftmütig en geduldig blijven. Hier val ik me sehr schuldig. Manchmal blijft einer auf eine gute Ziel gehad, eine gute Meinung gehad, einer will ein gutes Ding erreichen, und dat einer einmal wat einfach nicht sanftmütig bleibt, nicht geduldig bleibt. Maar ik toen denk dat Paulus de tijd, als Paulus mal aangebunden wordt met streng, doordat de arm zo durchgepitcht worden, dan had hij bloß eine vrouw. Dan vraagt hij de mensen, is dat recht dat je een römischen mens zo durchpitchen kan? En dan vervieren die mensen zich zeer dat hij een Römer wäre. En dan leiden ze aan toch. Hij deed een vrouw stellen. Wie vindt euch dat hij zich luid verteidigen deed, sehr luid wordt, oder dat hij niet sanftmütig blijft? Hij vroeg bloß, dan wordt dan verschoond. Ik leef ik kan met een vrouw stellen, aber we zullen niet rietend zijn ans Reich te holen. We zullen leichter zijn los te laten. Wir sehen, dass viele Menschen sind nicht bereit, Note geben. Sie können Reich nicht loslassen. Sie wollen das nicht von ihr auflassen. Nicht. Das habe ich einmal gesagt. Und das meine ich so. Und das lässt nicht auf. Wir bleiben auf das bestehen. Je mehr darüber geredet wird, je wieder kommen sie bis hinten. Das steht der Top-Track, der bloß wieder hineintragen. Wenn sie bestehen, habt ihr fast. Sie lassen nicht auf. Dat is correct de grond waar we in viele Probleme nicht zu lösen gehen, weil es Mensch nicht von sich auflassen will. Und das Schwierigste, was ist, das ist, was im Herzen dann ist. Was sagt die Bibel, was sagt Jakobus 3? Diese Weisheit, die kommt vom Boden. Das muss von Gott geschenkt sein, weil Mensch nur geben kann. Weil Mensch bereit ist, Rot unternehmen. Und andere wird, weil Mensch bereit ist, sich sagen zu lassen. Das, was wir hier lesen werden, lässt sich sagen. Die Weisheit von oben lässt sich sagen. Voll Barmherzigkeit bloß wir hier und gute Früchte, unparteiisch. Wir sehen das bloß, wo einmal, wenn da zwei Personen sind, wo sich einander gesagt haben, wenn das schwierig ist, wenn ich einmal ein Hort für den anderen anfange zu brennen, wo leicht, dann den zu lösen sein. Und wenn das aber nicht passiert, dass sie Hort für den nächsten brennt, dann ist das, wenn wir versuchen, zwei kalte Isas zu schmelzen. Wo schwierig, weil wir erkannt, Isa erkannt, wo schwierig wird es sein, zwei kalte Isas sein Top zu brechen. Top zu schmelzen. Das ist allmählich. So sehr allmählich ist es auch, wenn zwei kalte Horten sich vereinigen sollen. Du werden Druck dort, und dass wir reisen und sagen zu lassen. Manchmal kann es sein, gleich das Wort redet uns, hat den gleich der Reich der Rot für mich, gleich in der Verhältnis wird nicht sie, das Wort hat den Reich der Rot gegeben für mich, wobei sie nicht reit. Nächstes Mal kann es sein, der Geist, der Schaf in unseren Worten, der wird uns so gleich die Gedanken nachbringen, was uns fehlt, um dort die Lösung zu geben, dass ich in den Kampf mal überkommen kann, aber ich weiß nicht. Noch nächstes Mal kann es sein, ein Bruder, eine Schwester oder eine andere Person, der sagt auch zu mir, gleich was mir nirgends fehlt, aber ich sie nicht reit. Ich lasse mir nicht sagen. Ich bleibe auf mich stehen. Dit is dus ik dat de holen en hier loopt het niet van af.
der Selbstwille, was wir haben, das ist so ein großes Hindernis. Der will zijn ene wel durchsagen. Helemaal, solange es alles in mijn wunsch en Wellen hat, ist sie freundlich, leiftulich, aber erst der eins, der einmal ein klein bisschen anders denken sei, dann weiß ich das jetzt. Sein Denken von, das ist ein Selbstwille. Die Freundlichkeit ist weich, ändert ja heute zusammenstehen. Das ist het schwer, sich zu stellen, wenn sie gut weten dass sie das sollen tun. Sie können nicht tun. Wenn sie schien zu sagen, nur geben, dann schien sie zu wissen, üterlich ja. Üterlich wollen sie noch. Das manchmal selbst. Ein Kind, wenn das den Wellen soll die bedanken wollen, manchmal wird mit Gewalt angewandt, mit Angst vor dem Führer, dann darf das Kind vielleicht sagen, ich war nicht mehr, aber innerlich steht das noch. Passiert ich manchmal als große Menschen auch so. Üterlich sagen wir, okay, ik wil dan loslaten, ik wil dan bijgeven, aber innerlich steht das noch. Hat noch nicht bijgegeven. Wenn wir denken, was Jesus am te doen wir, passieren noch viele Dinge, was arg werden. Sagt, dass der stellt es aber dem heim, der da recht richtet. Ja. Einmal sehr nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Anonymem wie am dort, schwor wie am dort, aber Gott sind da und soll euch fit wollen. Uns hast dort befohlen, dass wir sollen. Und hier doen zijn, einer dem anderen, die fängen Bibelverse davon. Aber viele Maschinen so wie Vater dort von anderen, die sollen immer hier doen zijn, und die selbst sind aber nicht wahrlich. Wenn es uns selbst will, der legt uns zum Stich. Wir wollen nicht handgeben sein, wir wollen nicht hier untertänig sein, was andere sagen zu uns. Ich denke viele Mal an, wenn wir es vierten als Kinder schaffen, dann wir fordern ab, die sollen untertänig sein, die sollen uns respektieren, und dann wir holen wie Gott gegenüber. Sei wie untertänig, so wie dort, was Gott uns sein wird, wenn er uns einen Weg führen wird, sei wie wahrlich den Weg zu gehen. Noch ein Ding, was er sehr hängen wird, das ist, wann der Stolz am Harten ist. Mensch, was der Stolz am Harten ist, lässt sich nicht sein. Er weiß selbst. Mensch, was der Stolz ist, der will sich nicht bloßstellen lassen. Der will nicht beigeben, das soll nicht sein sein, dass ich geben nicht haben. Stolz hält uns fair, hält uns ab, dass wir uns nicht angeben. Wir wollen den Menschen das sein. Wenn ich sage, okay, ich sehe Arbeit, dann sehe ich sozusagen die Schande in die Wohnung. Ich sehe, ich nicht so falsch, dass meine Meinung was, nie beigeben, und dann lässt der Stolz nicht. Der hängt uns, dass wir das nicht kennen. Gerade nur, wenn wir Unrechten sind, dann ist es nicht verstanden. Sie haben Angst, wenn sie nicht wollen Unterstellung annehmen, sie wollen beigeben, dass sie den anderen damit wollen sein, die wir schreien. Ich bin auch die wir schreien. Stolz lässt er nicht. Dat op het doek komt en dat kan zijn, die best recht. Die wist maar recht. Ik wil recht het niet. Ja, wenn sie einmal diesen Stand angenommen haben, die werden sie nicht mehr beigeben. Wo liegt hier dann die Schwierigkeit? Stolz im Horten ist ein Geheimnis. Demut handelt niemals auf seine Wahrheit. Der Stolzer, der ist die Meinung, das ist die eine Meinung, er lässt sich nicht hängen. Er lässt sich nicht davon ab, er lässt sich nicht mal reden, er will nicht mal die Dullig tauchen. Er bleibt bis auf seine Meinung fest. Stolz ist die Ursache, wo wir in vielen Menschen von der in Schwierigkeiten blieben. Weil Menschen von der Kinder Gottes von der schweren Kämpfen meistens nicht überkommen können. So viel muss ist die Ursache, dass der Stolz im Stich steht, dass sie nicht behalten wollen. Die einzige Wahrheit, diese Schwierigkeit, zu überkommen ist,
dat de waarde van stalt uitgeroeid wordt. Dat we van die los worden. Wegen 3 Ursachen, Hauptursachen, wann Menschen in Sinne Schwierigkeiten ist, persönliche Schwierigkeiten, dass die Dinge schwer überkommen können, immer weiter. Eins ist Selbstsucht, Selbstwille oder Stolz. Diese 3 Dinge, die sind im Horten, wann das schwer wiederkommt. Das ich sehe, wann wir in dem Problem sind, dass wir schwer Dinge überkommen können, immer weiter, dann kann es mehr sicher sein, dass ein von diesen Dingen steht im Stich. Und keine Schwierigkeit ist wirklich ganz beseitigt, solange es einfindet im Horten bei uns. Wenn wir nur in uns Leben denken, das ist unsere gewohnhafte Zeit, die Dinge, die wir erlebt haben. Was leben wir? Was kann in uns Horten dann gewesen sein? Ist das Selbstwille? Ist das Selbstsucht? Dat ich sehe eine höhere Position, ich sehe meine Anerkennung. Ich will mich bezeugen können, ich will das beweisen können, wer ich bin. Ist das da, ist das Selbstwille, dass ich ein sehr starke Willen habe. Wie Menschen sind sehr verschieden. Ich habe Menschen, die haben einen sehr starken Willen. Ein anderer Kindvater, ein anderer Mensch ist so leicht handgegeben, so leicht Reiterloop unternehmen. Was ist das Problem gewesen, wenn wir Schwierigkeiten haben gehabt? Aber das ist das Start. Ich will das bloß nicht tauschen. Aber die Menschen sollen nicht sein, oder nicht hören von mir, dass ich nicht eins war, bekannt, ich will doch alles. Und meine Meinung, was ich so falsch habe, ich will doch alles. Ein Ding, was ich klar ist, Geschwister, was wir brauchen in der Gemeinde, auch in den Heimen, das ist die Weisheit, die von oben herkommt. Diese brauchen wir. Und wir wollen im Segen, wir als Gemeinde, auch als Familien, dann braucht es, dass wir diese Weisheit vom Boden wollen haben. Ich will den 17. Vers noch einmal lesen. Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste keusch, danach friedsam, gelinde das ist naht, leichttulich, gelinde lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit und gute Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Ich möchte uns halten, dass wir würden können, gehalten wollen, erkennen, oder wir würden erkennen. Ich will manchmal hat einer der andere sehr, sehr schwere Kämpfen. Und dann sagen, ist das, ab eins der Fall, dass in meinen Worten ein von diesen 3 Dingen tun sind, und dort müssen eine große schwere Kämpfen verursachen wird, an der Zeit werden wir uns von der Reihe merken. Und da sind wir zu. Laten we ons zingen nummer 340. Nummer 340. Ich will posten, dass es vielleicht noch abstehen. Zehret dein Wandel die Lehre, die herrliche Lehre des Herrn. Lebst du vor ihm völlig heilig, folgest du ihm immer gern, dass wenn die Welt dich betrachtet, Jesus sie in dir kann sehen, dass wenn die Welt dich betrachtet, Jesus sie in dir kann sehen. Zieret dein Wandel die Lehre und leuchtet dein Licht wie ein Stern. Ehrest du mit deinem Wandel und deinem Wort in den Herrn. Zeigt euer Wandel, Geschwister, dass Gottes Worte sind wahr. Zeigt euer Wandel, Geschwister,
dass Gottes Worte sind wahr. Zehret dein Wandel die Lehre, durch Demut, durch Sanftmut und Tod, so wie durch Freude und Friede, und auch durch Liebe und Geduld. Jesus, wenn in dir wird leuchten, zeigend die Früchte des Herrn. Jesus, wenn in dir wird leuchten, zeigend die Früchte des Herrn. Wenn du das Herrn Lehre zehrest, dann wird dein Herz prächtig geschmückt. Ströme der Gnade dir werden, täglich vom Himmel geschehen. Himmlisches Licht wird dir leuchten, auf deinem Weg, den du gehst. Himmlisches Licht wird dir leuchten, auf deinem Weg, den du gehst. So, jetzt Platz nehmen. Nummer 577. Tiefen Frieden so reich gab mir Jesus ins Herz, den Frieden, den nie ich gekannt. Einen Frieden, der bleibt auch bei Tränen und Schmerz, ich in Jesu Geborgenheit fand. Er ist immer bei mir, bei Tag und Nacht. Er ist immer bei mir, hat er gesagt. Geht's auch durch schwere Zeiten, freundlich sagt er mir, Kind, du brauchst nicht sorgen, ich bin bei dir. Eine Freude hab ich, weil Gott selbst zu mir spricht. Er sagt mir manch tröstendes Wort. Ist die Zukunft auch grau, keine Hilfe in Sicht, tragt er selber die Finsternis auf. Er ist immer bei mir, bei Tag und Nacht. Er ist immer bei mir, hat er gesagt. Geht's auf durch schwere Zeiten, freundlich sagt er mir, Kind, du brauchst nicht sorgen, ich bin bei dir. Die Gewissheit macht froh, dass ich weiß, er ist mein, was auch immer auf Erden geschieht. Sollte Gott, der mich liebt, nicht besorgt um mich sein, wenn Gefahr
bist immer bei mir, hat gesagt. Geht auch durch schwere Zeiten, freundlich sagt mir, Kind, du brauchst nicht sorgen, ich bin bei dir. Wollen wir uns die Glaubenslieder singen? Nummer 115. Nummer 115. Ik denk Jezus als het beste Beispiel van Demut. Dat sagt du in erster Vers deinen Königsthron und die Ehrenkron ließest du, kamst zu uns herab. So hei Leute, den Königsthron und hei kommen rauf, hei in Demut. In der zweiten Vers, du in der zweiten sagt doch in Niedrigkeit zu den Werken bereit. Das ist das beste Beispiel auch für Demut. Deinen Königsthron und die Ehrenkron ließest du, kamst zu uns herab. Doch findet kaum man in Bethlehem Raum für die ewige Liebesgabe. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Kehr ein in mein Herz, Herr Jesu, komm. Da ist Raum für dich. Engel Lob, Gesang auf der Erde Klang, Ehre sei nun Gott in der Höhe. Doch in Niedrigkeit zu dem Werk bereit, nahmst du auf dich der Menschen Weg. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Kehr ein in mein Herz, Herr Jesu, komm. Da ist Raum für dich. Mit der Wahrheit Gott, Herr von Ort zu Ort, bringst im Volk du den Frieden nah. Doch mit Spott und Hohn und der Dornenkrone führt man hin dich nach Golgatha. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Kehr ein in mein Herz, Herr Jesu, komm. Da ist Raum für dich. Einst ein Lob erschaut, dass es wieder hat, wenn du kommst in deiner Macht. Und zu mir dann spricht, es ist Raum für dich, komm herein, der du treu gewahrt. O komm in mein Herz, Herr Jesu, da ist Raum für dich. Kehr ein in mein Herz, Herr Jesu, komm. Da ist Raum für dich.
den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ook van mijn zijde mocht ik jullie alle herzlich welkom heten, dat je vandaag erschienen is, wertvoll te zijn. Want dat gemeentehuis zich aanvallen dat, want de mensen komen wat er horchen willen. En dat is wertvoll. Dat merkt, dat heeft kracht. Die wil niet zeggen dat wo het laatje is, dan is dat niet wat goud, maar dat heeft moed. En ik wens dat we nächste Mal einer oder andere nicht wird hier gehen sein, dann wird es nicht dort sein, wird nicht dort die Ursache sein, dass hier nicht wieder das Wort gepredigt worden. Dass dann wird irgendeine eine andere Ursache sein, aber dass hier nicht wird dann an diesem Platz liegen, wenn einer oder andere nächste Mal nicht wird hier am Platz sein. So, ich wünsche Ihnen alle einen segensreichen Vermerk hier so von da mit uns allen top hier. So, wir gehen das nächste hier in den Bulletin Eva. Und das ist von der ein bisschen langer vielleicht, ein bisschen beigeschrieben. Und nun war jemand sehr aufmerksam horchen. Aber wenn die Männer das vergessen haben, dann werden sie früh und was da alles gekommen wird. Die werden das haben vielleicht im Denken gehalten. Okay, du hast ans Bulletin boven, du sagst das Aufruf zur Andacht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 23, Feuer. Und du sagst, zweifle nicht, zweifle in der Dunkelheit niemals an dem, was Gott dich im Licht gelehrt hat. So, was Gott gelehrt hat, darf ich Kämmel und Zwiefeln. Wenn das ein Zwiebel ist, das immer von das wurde, das nicht, dass um Gott seine Sieg fehlen wird. So, das wisst ihr so, dass der Pancho Bahnmann, der ist im Zentrum gefahren, das wo wir hier nicht ist, und dann traf das dann selbst in den Bulletin über zu gehen. Und wenn das dann irgendwo dann nicht vollständig ist, dann macht die Luther fragen, wo ist das hier gemeint, oder wo ist es mit das kriegt. Bekanntmerkung von der 2:30 Nummer 8, als Jugendstunde. Jugend, wenn du einen Nummenkampf verjünt, dass du nicht Jugendstunde, denk dir doch an, das kriegt verjünt. Dat geht nu am Jund, nu sei jeder eingeladen. Nu zijn als Jundplatz door, wo je handvoeren doen. En merkt du das Bas davon. Manchmal wird gesagt, na, mir interessiert das doch vielleicht nicht auf Jugendstunde. Weißt du was, dann, du bloß, wenn einmal du da handvoeren ist, dann merkt das Port, dass du dir gewasst bist, merkt das wertvoller. Wenn ihr alles ist dort worden, dann wollen wir immer sagen, das ist bloß so wertvoll auf Jugendstunde. Okay, in die Andacht montagsmorgens bei der Schule, für die Bubenklassen ist Bruder David Neufeld 110 und für die Unierklassen ist Bruder Pancho Freud 110. Und werden sie so zu Montag Klock 8, morgen dort allgemeine Abend Topkommnissen hier bei der Kirche, die sind Klock 7, aber nu ist dort Klock 8. Für die Ursache, wenn vor man nach Draschen kann, kann ich eine Stunde länger draschen. So, vielleicht schafft es dann, dass die alle am Platz sein, wenn es das wertvoll. So Gott ist möglich, alle am Platz zu sein. Es soll ein paar Berührungen sein. Eins ist, dass die Schule in die Kirche uitroept, was dann mal als ewig geblieben von den Büchern. Das soll behandelt werden und wir würden uns freuen, wenn die können alle am Platz sein, wo es möglich ist. Viertens, Medweg, Block 7 sowas, dann als Bibelstunde. Das ist die Einleitung von Bruder Jakob Wieb und das ist nicht erreicht wurde. Das hat Pancho gesagt, dass wir da anders, das ist Bruder Herrn Wolf. Und jeder eine ist herzlich eingeladen zum Medweg zu wissen, das geht am Geisteserfahrung. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was da soll gebracht werden zum Medweg zu wissen. So, wo ihr kann mählich merken, kommt bitte in der Welt sein. Das ist in dieser Zeit, wo wir leben, dann lebt ganz von Wichtigkeit, dass wir über das mehr lernen. 5. Donnerstag, Klock 7 Service als Gemeindechor. 6. Freitag, Klock 7 Service als Jugendchor. 7. Nächste Sonntag, 8:30 morgens ist öffentliche Gebetsstunde für alle Mann. Und dann haben wir Sinnabend, nicht die Männergebetsstunde, wenn das Sonntag 8:30 morgens eine öffentliche Gebetsstunde ist. Und 8. Jahr Fürbitte, Vorbereitung zu Weihnachten. Es ist auch ganz wichtig, durch Fürbitte zu tun. Das wird das Rechte worden, für diese Weihnachten,
dat wie kan een Segen haben, und andere Menschen können durch uns einen Segen haben und so weiter. Und wir können ganz näher, wie den Unterschied merken. Nee, hier einen herzlichen Dank an all die ihren Einsatz bei dem Beitrag zum Danksagungsfest für Sonntag mitgemerkt haben und beigeholfen haben und so weiter. So, es wird nicht mit der Dekoration geplant, oder es wird mit den Vorträgen geplant, freiwillige Vorträge, Eten, und all das, was du beim Eten, beim Servieren und mitgeholfen hast. Keiner ist ausgeladen, wer du mitgeholfen hast. Einen herzlichen Dank an all die, was die da beigespannt haben. Ich kann vielleicht nicht alle die Nummern nu ernannt werden, alle gewesen, aber das sind viele gewesen. Ein Dankeschön an die alle. Dann möchte ich damit einfach Freude haben, nächstes Mal weiter beizuspannen. Und so auch die Sester Johannifelsche, sie hat einen gefunden und bedankt sich ganz herzlich für Gebete, Eten und Besuche. Und wir freuen uns, dass sie hier von der war kein Bett und Platz sind. So wie kicken mit ihren Top verweist, dass sie wollen bald, war kein ganz durchgestellt sein mit der Gesundheit. Und so auch andere Geschwister, Hendricks Wortjes. Es ist echt toll, hat auch gesagt, wir nicht ganz gesund. So, und sie sind hier bett. So, Gott ist gut. Er meint das gut. Auch mit dir, wir hier nicht kann sein. Er meint das mit dir auch gut. Und dann nächstens hier so, du waren Berges uitgedeeld worden, die Aschers, die waren beim Rückkommen, waren da ein Berges uitgedeeld, dat je aan de gemeinde wohnen, wat er sollen sein. Und dat wir das ein bisschen böse können tun, das nimmt manchmal mit viel Zeit. Weil je alle Brüder, die waren in Bergen mitnehmen, höchstens den Uitfall. Und das sind diese Bergen, also was ein Wetterbergen sind und ein gereiner Bergen. Den gereinen Bergen, den soll je Uitfall. Und wann möglich, der nächste Sonntag den auch drei bringen. Und jeder Streck, was du hast, für sich jeder Streck in Namen handgeschrieben. Du sind die Worte, was du nicht ganz klar ist, dass die frisch gewählt wurden oder nicht, aber du sind so nicht zum Beispiel, wo du zweimal ab sein wird. Termin ab, den jetzt frisch zu wählen. Aber wo das sein wird, zweimal hingeron sein wird, Termin ab. Das meint die Person, die jetzt nicht frisch zu wählen. So, wenn die da, auf meine Frauen haben, über dort, ich glaube, dann bloß könnt noch merken, und dann, weil wir hier mit uthelpen, check in den Bergen gut über, und hier sind, auf diesen Wettenbergen, das sind die Geschwister, was hier nicht gehen wirklich, mitschaffen tun, die sind hier so alle boven, hier sind some Nummers nicht boven, jetzt wenn, das Wechsel, wenn es eine Hoffnung Kirche und so wieder, erst nach ein paar Dingen, die ein bisschen unklar sind, aber man kann sich schlecht fühlen, wenn einer der anderen Nummer manchmal nicht boven ist, wie Chicken verweicht, dass das wird ein Tag bei kommen, dass wir das kann ganz klar kriegen, und jedenfalls alles ist gut gemeint. Und wenn du irgendwo Frauen über dort sind, dann mal könnt ganz gehen, und dann wollen die erste Stunde sein, auch wenn die frühes hier sind, wo die Männer nicht sind, oder das sind allein Stunden frühes, die sind wollen, was die frühes wählen tun, sondern da wir als erstes auch durch die frühes in Bergen anhandeln, oder zwei so eine Berges, ein Grein und ein Witten, dort sie auch kann, durch so ihre Wohl merken für das, was Ernte betrafen hat. Und du hast ein ganz kleiner Nomen, du hängst herangeschrieben, wo das sein, dass die frühes wählen tun, Frauen. Wo dort stehen, dort ist wo die frühes wählen dann, vielleicht ist es im Speisekomitee und so vielleicht noch ein paar andere Dinge. Ja, Fragen oder Gedanken, Niels noch? Okay. Ja, Lothar, wenn wir die Wohnen schauen, dann dürfen wir bloß mit Nummers. Aber nö, wenn die Berge mit einem Haus nehmen, dann darf du einfach den Namen handschreiben für den, was die wählen dann. So, wenn der Luther mehr Frauen sind, dann ganz gerne melden. Hast du noch was, John, wo du denkst? Okay, gut. Nu, kijk je ver weg, zijn wat het nächste wat komen, niet zo? En ik kijk ook ver weg. Zijn wat de Heer ons van jou heeft wat te leren. Hij heeft allemaal zoveel. En wel we bloos verder weg gaan en zijn meer te leren van wat de Heer ons zijn wil. Die had nog maar
eine kleine Prozent von dort, was Gottes Wort alles enthalten hat, dort noch zu lernen. Das ist noch mal sehr wenig, was wir noch mal ans Gedächtnis haben. Aber fein, dass wir einmal mehr dazu lernen. Und diese Zeit, wo wir leben dann, was ist dann Druck? Was macht uns Druck? Mehr als ein Ding vielleicht. Einer wird vielleicht sein, die Formerie, die Ackerie, die Arend anbringen, was da steht, dort macht Druck. Das zum Teil ist dort. Der andere, der sagt, die Weihnachtszeit ist ja immer so eine stressvolle Zeit, das ist ja immer so eine angespannte Zeit. Da merkt ja immer so meid. Einfach die Weihnachtszeit, der merkt so Druck. Okay? Wir haben uns eine Stadt gekriegt, dort erst was wir sollen. Als dort dann kriegt die Dinge, sicher, die Ernte mit angebracht, das Reich, da sind wir mit beschäftigt. Aber die anderen Dinge, als dort nicht auch alles die wichtigen Dinge sind, was wir sollen tun. Wir wollen uns einen Aufschnitt nehmen aus Matthäus 3, bekannter Aufschnitt, und dann wollen wir Luther durch Bemerkung übermerken. Matthäus 3, Vers 1 bis 12, ich habe mich hier zu lesen. Zu der Zeit kam Johannes, der Täufer, und predigte in der Wüste des jüdischen Landes und sprach, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und er ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg und machet richtig seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die ganze Stadt Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an den Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Otterngezächte, wer hat an euch gewiesen, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße. Denket nur nicht, dass ihr bei euch wollt sagen, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, der ist stärker denn ich, dem ich auch nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er hat seine Wurfschaufel in der Hand und wird seine Tanne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer. Johannes, seine Arbeit. Das Wort von der Zeit. Johannes, seine Arbeit hier so in diesem Aufschnitt, dort wird in der Zeit, wo er den Weich reinmerken, wann Jesus ihr schwur in die Arbeit kommen. Wenn Jesus ihr schwur in diese Arbeit treten. Jesus, Johannes sagt in einem anderen Evangelium, du sagst, der wird euch aus Eck und der wird nur mich kommen. Das meint so viel, dass Johannes, der gibt Jesus alle Anerkennung, dass er von Ewigkeit her ist und so wieder. Aber hier sagt das nu, was er von der Arbeit hat, für Jesus sein Abtreten in der Arbeit. Wenn wir an das denken, dann, was Johannes hier von der Arbeit hat, dann wollen wir uns von der denken, was haben wir von der Abgabe und jedoch und Jesus sein nächstes kommen. Und das wird das tun. Adventszeit meint einmal eine Zeit, wo man was reinmerken wird für das, was kommen soll. Für das, was im Kommen ist. Johannes, der dann in Wahrheit merken, für Jesus sein, kommen aus dem Radar, aus dem Erlöser, aus einer von dem, was da nicht wird, nie Leben anbieten. Das, was Johannes von der Arbeit hat. Eine wunderschöne Abgabe hat Johannes hier so. Wie von der, alle Leute, die mit dem Herrn Jesus eingeworden sind, der hat eine andere Abgabe. Und der hat nun eine Abgabe, Menschen ein Zeugnis zu sein, für Jesus sein nächstes Kommen. Für das nächste Kommen, was er nun noch will.
dit is onze opgave nu. En du wens, in deze adventstijd wil ik ons opmerkzaam maken, ons wandel, ons leven, onze drokkigheden, en met dat wat we ons zo uitgespannen merken dan, dat is een waar ruit merken voor Jezus zijn nächste komen. Kijk dit wat we nu doen. Dat. Mensen wat mij en die betrachten doen in deze tijd, zijn die dort, dat we zijn om dit te doen. Dat we doen dessen waarheid merken. Jezus, hij wordt komen. Zoals hij dan zum eerste Mal komen, dan wordt hij ook zum tweede Mal komen. En dat we einfach een verarbeit voor Jezus zien komen. Johannes als einer, wat een waarheid merken voor Jezus, hij had een zeer fijne gave om dat te doen. Maar dat geeft voor Johannes in de tijd, geeft dat mensen, die zich door jeden entscheiden. Johannes die had een zeer fijne, ik denk niet dat irgendwer van der kon een betere boodschap uitbrengen, als wat Johannes dan deed. En hij werd bereid, hij had redgoven, hij deed reden met begeistering. Maar er werden mensen, die zich jeden dort entscheiden. Anderen nicht. Das sagt Jesus, wir wollen hier Luther abkommen, nach wieder den angehen. Welche, die sich für dort entscheiden, was Johannes predigt, und andere, die sich gegen dort. Kriegst du es von der? Von der sind immer noch Menschen, die entscheiden sich gegen Jesus. Andere die entscheiden sich für Jesus. Und auch für sie kommen, für sie nächstes kommen. Das sind Menschen, sagen das vielleicht nicht unbedingt, aber innerlich lernen sie, wenn Jesus kommen wird. Wenn sie fallen so, hat es vorbereitet. Aber sie sind auch zu wenig bereit, um noch länger hier zu bleiben, um vielleicht noch andere Menschen helfen zu sein, dass die auch sagen, in dieser Wartezeit, eine Adventszeit, das ist zum Teil auch eine Wartezeit, wo man nur was lernen wird. Wenn ich in Nata jung wird, dann kann ich dort meist nicht aufhören, was das Weihnachten wird. Aber weet je wat, ik wil het van jou zeggen, ook de nate jongens die we hier van jou in de kerk zetten, of de nate kinderen, wie immer dat is. Want ik dan ook zwaar aufleuren kan, wat dat is met Weihnachten wird. Maar dat wird niet dat ik wist wat Weihnachten wirklich bedienen deed. In de school had ik had een kleine boekje geleerd, wo dat zijn, wat die alles bedienen deden. Maar einer kann das manchmal auswendig lesen, ganz auswendig absagen, aber einer kann nicht verstehen, was das meint. Und ein bisschen das wird erklären. So, ich wünsche aber von dir, wenn wir in dieser Wartezeit sind, wo wir Weihnachten feiern, dann soll das was sein als Geschenke, das was sein, es sein wird alles was von der Nähe geben und so weiter. Nur das soll einfach dann sein, dass ich will mich erfreuen, einmal an den Erlöser, was gekommen ist, und das nächste auch für sie weiterkommen. Um das zu tun, das braucht Bedingungen. Aber das braucht nicht unbedingt, dass wir niemanden so und so lange haben Bibelschule gehabt. Das braucht nicht, dass ich nu ein Prediger, ich mal gewählt wurde um ein Prediger. Dass ich ein Evangelist bin. Einfach bloß ein Gläubiger. Einer, der an diesem Herrn Jesus, an diesem Radar gläubig geworden ist, in der Radung angenommen hat. Dort kann einer von euch sein, der kann das Wahrheit merken, für Jesus in nächstes kommen. Einfach einen, der braucht nicht so denken, na, ich kann nicht. Einfach mein Zeugnis. Vielleicht soll man es dort noch lesen in Johannes 1, Vers 15. Du sagst einfach bloß, das war dort Johannes, er wird ein Zeugnisgeber sozusagen. Wenn wir uns hier wortfalsch lesen, Johannes 1, du sagst, ich einmal Vers 15, Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes. Da die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten,
dass sie ihn fragten, wer bist du? Okay, hier werden von den Pharisäern die Menschen geschickt. Johannes der Fragen, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, was bist du denn? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. In Jesaja, da lesen wir uns in 40 Vers 3, dort alle Hügel und alle Täler, dort soll Blick gemerkt worden. Und wenn ich mir den Namen studieren, was das alles bedienen, dann vernommen ich dazu, das wird einfach, all das, was bei den Menschen hoch ist, das soll mal raufkommen. Und dort wird vielleicht so verachtet wie bei den Menschen, das soll vielleicht mit abgehoben werden, das soll schlecht werden. Und du willst Jesus Ruhm finden. Er will da abgenommen werden. Ein ganz, ganz großer Hänger, um das zu tun. Um diesen Weg reinmerken, für Jesus in nächste kommen, auch bloß für diese Weihnachtszeit, wo wir entgegengehen. Wenn du irgendwo, wir haben eine Einleitung, alle wird von dem, was mir hier, glaube ich, was ich hier war, holen, eins wird stolz. Ganz großer Hänger. Aber Johannes, er wird ein Däumiter Mann. Er wird einer, was da han könnt. Wenn er nicht die Weisheit von boven gehört hat, er wird han könnt, in seiner höheren Nummer bei den Menschen, wenn es Redgoven hat, Schrifterkenntnis hat, er wird han könnt in seiner höheren Nummer, aber er nicht. So sehe ich schon sehen. Für Johannes in der Zeit werden die Menschen, die werden nicht reit für Jesus hinkommen. Dort weit wie, wenn wir da wieder lesen würden in dem Evangelium, da werden Menschen, die schaffen mit alles, was sie haben, dass da soll kein König abstehen, bis sie die Königreiche, was da werden. Und dort wissen sie aber, wenn Jesus, der König aller Könige, wenn der kommen wird, dort wird ein Königreich sein, was da bestehen wird in Ewigkeit. All diese Königreiche, die da von Menschen entstehen werden, dort werden so die kommen in jenen Weg. Die bleiben nicht. In Jesus sein Königreich, dort soll bleiben dort in aller Ewigkeit. Dort wird nicht ein Eng nehmen. Dort hat kein Eng, Jesus sein Königreich. Und für das der Johannes zeugen. Für das der den Weg reinmerken. Und wofern? Dort viele Menschen den Namen dort an. Das kommt in ihren Horten an. Diese Botschaft, die kommt da an. Wir lassen uns da so ist das, wenn es Johannes da predigen dort, dort die ganze Stadt von Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an den Jordan, die kommen top und leiten sich deipen. Aber sie bekannten noch ihre Sünden. Sie erkannten dort, und hier ist das Wort, wo sie sich mussten zur Hand geben und wo sie sich wollen zur Hand geben. Das hat das ging auf für das. Von der ist nur die Gefahr, dass wir sind so beschäftigt und so Druck mit Dingen, dass wir kann gar nicht so reich ans Nennen, was Jesus wirklich will haben, was wir in dieser Zeit sollen tun. Das ist hier so zu deuten. Aber du werden noch andere. Johannes, er wird einer, der den Weg reinmerken für Jesus, aber du werden so eine, die wollen sich da schlecken. Das sagt Jesus, die werden, Johannes, er wird reit. Er wird reit, diesen Weg zu gehen. Er wird reit, sich brocken zu lassen. Er wird reit, sich das was kosten zu lassen. Und er eine hohe Stellung kriegt. Schnellste mögliche schon die Bemerkung, so Menschen, die gleich eine hohe Position zu haben, eine hohe Stellung. Und wenn sie die haben, dann sind sie meist in Angst, die einen Tag zu verlieren, für irgendeine Ursache. Johannes hat wenig so dort. Das wisst uns, dass seine Kleider war gedreht hat. Wir sind manchmal so gesagt, dass Johannes, der Wort, weil mit dir die Kleider gedreht hat, wenn es ging so am
kameelharen en lederen gürtel, Lara net, dat leef je van der als wat dieren, dat wat stromen. Johannes sind wir nicht in staat. Ik leef aan wie würden Johannes han gezien, oder wie würden von der ein Bild haben von Johannes, dat wordt ons sehr gering loten. Dat wordt ons nog wat sehr einfach het loten, wat hij aanhoudt. En hij stelt sich auch nicht in eine hohe Position, aber hij kann zo'n wunderschöne Arbeit doen für Jesus. Hij kann so fern den Weg reinmachen. Hij droeg keine königliche Kleider. Hij eet auch nicht die Speisen, wat er rechtgedeiden. Das sagt uns nur so, dass seine Speise dort wird Heuschrecken und wilder Honig. Das wird ganz gering. Das ist vielleicht so, was man irgendwo in der Wüste finden kann. Nicht was in den dieren Restaurants zu finden ist. Das Bild von Johannes, diese Anstellung von Johannes, want die kunnen in ons alle ook ruim vinden. Want die kunnen ons ruim vinden. Weet je, dat wordt een zeer fijne help zijn voor ons, als wij bereid te zijn voor Jezus in nächste te komen. Want wie Johannes in de aanstelling, einfach kunnen ook in ons prägen, zo'n aanstelling als wat hij had. Hij kon de mensen niet materiële dingen bieden. Aber hij kon de mensen de schrift omhoog leiden. De schrift omhoog leiden. Weet je, aan dit waarom het gaat. Dit is, wanneer we aan denken aan de wartezeit, wo Jezus komen wordt, zijn Gemeinde holen. Dit is wat wichtig is, dat man dat woord aan de harten aanbrengen kan en dat mensen reizen, dat woord ook op te nemen. Schrifterkenntnis en redensproeven. De Hoorheid. Dat wijst ons dat de mensen door Topschoren deiden. Aber dan fingen we door in vers 7. Als nun viele Pharisäer und Sadduzäer zu einer Taufe kommen. Ich wundere, was Johannes wat gedacht hat. Nu, wer kommt da nu ab? Nu sind das diese Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer, nu werden die auch getauft worden. Was muss da nu bloß tun? Und was würde es geben, wenn den nicht würde taufen? Bei Johannes, er wird demütig und ergeben, er hat bloß Gottes Willen. Er sagt, ihr Atterngezichte, die Schlangenbrotsels. Wer hat ihn gewesen, dass die wollen diesen Zorn Gottes kann aus dem Stich kommen? Und dann sagt er, sehe zu. Hier ist was wichtig. Seid du nun, dort rechtschaffene Frucht der Buße. Der Johannes in der Zeit, wo Jesus soll in der Arbeit ankommen, dann wird das ein sehr wichtiger Punkt. Tut rechtschaffene Frucht der Buße. Geschwister und Freunde, Zuhörer, ich will keine bessere Vorbereitung, keine bessere Weg auszudenken, für Jesus in nächste kommen, wenn er sich in die Gemeinde willkommen holen, als das, was Johannes predigen hat. Sehe zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße. Weil das ist nicht in einmal gedenkt. Das ist nicht. Wir leben in einer Welt, wo sehr viel Sinn ist, wo so viel Sinn von dem Satan abgewagt ist, dass wir beständig kann, dass wir in dieser Buße leben dann. Tut rechtschaffene Frucht der Buße. Diese Pharisäer nur, dann berufen sie sich ab, was ganz ladet wird. Das wird eine lade Tradition, wo sie sich abberufen werden. Das sagt hier so, denket nur nicht, dass ihr bei euch wollt sagen, wir haben Abraham zum Vater. So eine andere Hand müssen sich durch abberufen. Na, Abraham, er ist ja ans Lehrer gewesen. Und wir sind ja am herumgegangen. Johannes sagt, das taugt nicht. Das taugt nicht. Von der und auch, die auf das viel sind. Junge Menschen, die gleichen, wenn da irgendwo ein Torfass ist, dann gleichen sie auch, wenn sie auch würden, du kannst irgendwie mit ansehen. Einmal dort essen,
Das ist vielleicht ein bisschen eine Tradition und so wieder. Sie würden auch gleich nicht mit Ernte sein. Und würden vielleicht auch den Schien geben, dass sie bereit werden, um in diese Taufe mit angetrocknet zu werden. Ich wundere, dass Johannes nicht, wo da irgendwo eine so eine steht, es dort, ob das Salz wird brocken. Sehe zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße. Wenn es undort, ist das alles laarig. Dort zu sagen, was von der guten Eltern ich gehört habe, was von christlicher Einfluss ich abgewaschen sind, kann alles laarig sein. Kann alles laarig sein. Diese hier so, die Pharisäer da, die wollen auch getauft werden. Sie hatten auch scheinbar den Wunsch, diese Taufe mit anzugehen. Aber hat nicht, dass wir gut angestellt für den Herrn, dass wir nach ganz das Gegenteil, dass wir noch mit allerhand Sasswort verknüpftet. Mit Ungerechtigkeit wahrscheinlich. Johannes sagt, er hat keine Gelegenheit, dass uns dort durchgehen kann. Er sagt, das soll ich am Buße gehen. So, das wird Verarbeit. Das wird Verarbeit für Jesus sein, aus Radar zu kommen auf diese Welt. So, und wenn wir bloß ein Kapitel wieder drehen, hier in Johannes, wird Jesus dann auch predigen. Und er sagt, die Selbstgewirrt. In Kapitel 4, Vers 17 sagt es, von der Zeit an fängt Jesus an zu predigen. Okay, nun wird Jesus an der Arbeit. Und was wird Jesus in der Arbeit? Die Selbstgewirrt, was Johannes sagen wird. Tut Buße. Das Himmelreich ist nahe beigekommen. Das Himmelreich fängt nicht an. Das fängt nicht an. Und um durch in das Himmelreich zu kommen, um ein Port zu sein vom Himmelreich, braucht es rechtschaffene Frucht der Buße. Ohne dort schafft es nicht im Himmelreich zu kommen. Keiner kann Anteil haben, keiner kann Port haben an das Himmelreich, ohne diese rechtschaffene Frucht der Buße. Johannes sind wir, der bewirkt das Volk. Und vielleicht haben auch diese Pharisäer und Sadduzäer haben vielleicht auch zum Teil, als sie vielleicht auch ein bisschen bewähren worden. Aber ihre Anstellung bleibt immer noch so einmal. Ihre Anstellung wird bloß vielleicht ein frommes Leben zu haben. Frommes Leben. Ist ein frommes Leben schlecht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ein frommes Leben schlecht ist. Bloß, wer durch seine Seligkeit segnet, der hat die verloren. Wer durch seine Seligkeit gewinnen zu können, der wird ihn niemals gewinnen. Der hat die verspielt für alle Ewigkeit. Und dort wird es das werden. Sie wollen mit einem frommen Schien, mit einem Traditionsleben, wollen sie auch für sich einen Anteil zu haben an das Himmelreich. Johannes leitet nicht durchgehen. Menschen entscheiden sich. Dann reich und arreich. Menschen entscheiden sich von der reich und arreich. Die Frau ist nu, en anste wie hier von der Top sind, die wie hier das nu anhorchen doen. Für was habe ich mich entschieden? Habe ich mich entschieden, dass ich mich mit Jesus verbinden will und an dem gemäß will in das Himmelreich Anteil haben? Bloß mit dem Schienmerken wird es nicht schaffen. Ich las mit Meier über das in der Schrift, der gibt es so, vielleicht beständig an der Gemeinde einmal Anteil haben. Vielleicht im Chor teilnehmen. Dann schafft es Frau. Ich nehme am Chor teil, schau von Jüngern, ich nehme am Chor Anteil. Erst dort ein reichter Motiv in meinem Herzen. Erst dort, dass ich Anteil habe an das Himmelreich, dort ich all das reichte Verhältnis stu mit unserem Herrn. Wunderschön. Es ist wunderschön, und den so eine Dienstnis dort teil zu haben. Bloß nicht du abraupen. Na, ich sende dir mit angewasst. Ich sende dir ganz mit angewasst. Das ja viele Menschen, die sind nicht bemüht,
wirklich mit dem Herrn in ein rechtes Verhältnis, kriegt es das sich auch nicht werden. Sie werden nicht in ein rechtes Verhältnis zu dem Herrn. Sie trösten sich nur mit Abraham zusammen. Abraham wie der Führer. Das wird eine uitgedachte, eine eingebildete Geistlichkeit. Und sie werden dabei versunken. Sie sagen ruhig den verlorenen Zustand. Weet je, dit krijgt een ganz grote Hänger. Dann wird es so, dass Menschen, die leben, durch das an einen Radar fehlen. Wenn du ein Lehrer wird verehrt, und die sagt nur, dass sie eten und Wutter haben und so weiter, dann leben sie das wieder okay. Aber das fehlt dann immer noch an den Radar, und das, was Johannes predigen deed. Von der, für Jesus in Ware kommen. Das fehlt nu nicht an jemand, der der huge Technologie kann, was der huge wieder rüt sein kann, was die Menschen vielleicht sehr, wie soll ich das sagen, emotional abreden und so wieder. No, einfach, das ist ein schlechter Weg der Demut, was Johannes hier so hat, den einfach nur folgen und nicht ans ab irgendwas andere Dinge zu berauben. Johannes hat hier so eine strenge Warnung gegeben. In Vers 10 sagt es steht, zu diesen Menschen, die sich nur so ab dieser Frömmigkeit berauben werden, ab dort sie Abrahams Nachkommenschaft werden, oder Abraham wird der Führer und so wieder, der sich dort berauben, da sagt es steht, der Axt, der erst all den Baum an der Wartel haben gesagt. Ich habe uns dann denken, was meint ihr damit zu sagen? Das ist eine strenge Warnung. Er sagt, der Axt, der legt du so bei der Wartel rein. Und was sagt er da wieder? Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Die Wartel ist die Axt, der ist bei der Wartel. Wenn das Baum nicht was Frucht bringt, das Baum, der muss aufgehackt worden und der muss in Vieh geschmecken worden. Der reichte Frucht, was das Baum bringen kann, dort wird rechtschaffene Frucht der Buße. Das ist die beste Frucht, was ein Mensch bringen kann. Das ist die beste Tauberrettung für Jesus. All für diese Zeit und dann für sie kommen als rechtschaffene Frucht der Buße. Wenn das du isst, dann ist der Axt du nicht mehr wie der Wartel. Wohin? Wenn der ist nicht von dem, was du so Frucht gebracht hast. Johannes, er sieht seine Lehrstellung im Vergleich zu Jesus. Pass auf. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich auch nicht genugsam bin, seine Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das Johannes, er hält sich nicht mehr mit Jesus gleich. Ab zwar Jesus noch von diesem Johannes getauft wird, Luther. Johannes wehrt sich ihr schlicht, in dem zu taufen, wo Jesus sagt, Luther muss es das sein. Aber Johannes fühlt sich so, ich will nicht nur Jesus in, der wird nicht an den Schaubinger gehabt, ich meine, Binger, aber ein anderer Evangelium, der von seinen Schuhriemen aufzulösen, vielleicht sind wir mit Binger, ich weiß nicht, wo das Wort war. Aber Johannes, der fühlt sich so nichts gegen Jesus. So, Geschwister, Brüder und Schwestern, die müssen einmal zu nichts kommen mit all ans Schönes, was wir haben. Mit all unserer Geschicklichkeit in unserer Person und so weiter. Die müssen einmal einfach zu nichts kommen und Jesus lassen alles sein. Dann kann wir so ein brauchbarer Mann sein, so eine brauchbare Wegweiser zu sein, als Johannes sie wird. Wieder, was wird gerecht, wieder, was er hier so aussprechen, die Warning, Vers 12. Sagt wer Jesus ist. Er sagt hier so, und er hat seine Wurfschaufel in der Hand und will seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit ewigem Feuer. Das wird passieren. Wenig von uns hier sind in der Kirche sind vielleicht noch bekannt, so sind ihr schon mal getan wird. So haben die Hand vielleicht nach Luther zu sein gekriegt.
Aber der ältere Lied, was hier so sagen, die weten noch, wo Janet hier gedaan wordt. Dan haben sie eine Schaffel mit Getreide in der Hand, dann wird die so in der Hecht geschmeten und dann das Korn, das fällt lecker auf und das Spree, das nimmt die Wind links mit und du fällt das Spree an. Johannes kijkt das so an, das was wer Jesus ist. Er wird mit seiner Wurfschaufel, wird er das hineindeelt. Den Korn in das Spree und dann sagt er, dann wird er das sammeln, das Korn, das wird er sammeln. Dort wird er in diese was sagt ich hier so? Aufrichtige Frucht der Buße gelebt hat, dort das Korn, dort wird er in seine Schienen sammeln. Und das Spree, sagt er, dort wird er verbrennen mit ewigem Feuer. Das ist, was passieren wird. En deze tijd waar we nu leven dan, naar wat wordt eruit gekeken? Naar wat kijken ik en du uit? Hoffentlich irgendwer kunt wo irgendwas wat niet kijken, joh. Wat wollt je vragen? Wo hast du das her? Ist das nur, wo wir auch kein Heimkommen und so wieder? Wo hast du das her? Darf nicht schlecht sein. Darf nicht schlecht sein. Aber erst dort, wo du den reichen Einfluss merken, in dieser Weihnachtszeit, wo wir nu leben dann. Wenn das helfen wird, das ist weich klarer zu merken, für die Menschen, die nach dem Dienstren leben dann. Wir wissen, das sind viele Menschen, die leben nach dem Dienstren. Das, was mich interessieren wird, das ist ein Mode, was nu abgekommen ist, das nie, ganz was nie ist, und heute noch nicht euer gesehen, als was nu abgekommen ist, wenn dort ist, was den weich klarer merken wird, für die, die nach dem Dienstren sind, dann wollen wir das tun. Dann wollen wir das tun. Wenn es am dort jetzt einmal, in dieser Zeit, wo wir leben, wir wollen weich Reutmerker sein, für die, die den Weich noch nicht gegangen sind, aber die nicht boven sind, dass wir sie sollen abfingen. Weil wir alles annehmen, was behelplich ist, den Menschen, die im Diensten leben, dass die diesen Weich wollen klarer finden können. Wir wissen gar nicht, was wir nach einer langen Zeit haben. Haben vielleicht auch mal eine kurze Zeit, aber weil wir dort annehmen, aber dort, wo ein hänglich ist, dort, wo ein Schoden ist. Die Pharisäer, wir haben uns der Vers nicht gelesen, in Matthäus 23, 13, das sagt dort, dass die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten, die werden ein Hänger für die Menschen, die das in Weich wollen abkommen. Die werden das verhindern. Geschwister, Brüder und Schwestern, weil wir kein Mensch in Hänge sind, kein Mensch nicht in Hänge sind, dessen Weich zu finden. Dass sie nicht wollen, eine Freiheit haben, getrocknet zu wollen, ab dessen Weich hinabzukommen. Wenn das Leben das jetzt so bosig vorbei, das ist so kort. Weil wir uns fragen auf Psalm 139, prüfe mich, Herr, und erforsche, wie ich es meine. Und check, als ich irgendwo noch auf einen Schlecht, am böser Weich sein, dann leiden wir auf den ewigen Weich. Damit wir können Menschen weichwieser sein. Wertvoll. Ich weiß nicht, was die Pläne alles sind. Vielleicht sind da Familien, die merken sich reut. Die wollen als Familie fahren, wo Weihnachtslieder singen. Ist das nicht ein feiner Weg, um Menschen aufmerksam merken, was Weihnachten bedienen wird? Dann sind da vielleicht Familien, die merken sich vielleicht ein klein mit Geschenke rein, vielleicht mit Etwas, mit Kleider, so wieder, wenn es geht, eine arme Familie. Und wollen da vielleicht noch ein bisschen was ausdeulen. Ist das nicht ein feiner Weg, Lisa? Ist das nicht die Anstellung, was Johannes zum Teil auch hat? Wie fängt du nicht daher auf der Geschenke ausgedeilt? Aber wie kann von der so ein wertvoller Dienst sein? Aber das soll allermeist nicht übrigens bis für uns, nicht? Kommt alle so dir, weil allermeist nicht immer reden nach für uns. Dann nur noch für andere. Wie kann weichwieser sein? Wie können einen Unterschied merken für die Menschen, die in dieser Zeit leben dann? Wenn ich und du will, und dort geht das nicht. Wenn wir wollen, wie kann weichwieser sein? Dass Menschen kann geholfen werden, dass sie kann aufmerksam gemacht werden auf eine reiche Weihnachtsfreude. Und jemand vielleicht was ganz was nach, vielleicht ein paar Lieder singen, wenn du noch ein klein bisschen etwas mit als Fan, dann würde Jan vielleicht denken, so eine Weihnachten ist das,
kann ich nicht von euch. Wer weiß? Kannst du Lied? Weißt du am armen Lied an? Weißt du am einsamen Lied an? Wo wenn's, würde ich nicht so eine Vorbereitung merken, ist dort. Ich glaube, Gott kann dort wirklich segnen. Und sie nun kann verherrlicht werden und Menschen können eine andere Bedienung kriegen von was Weihnachten ist. Wurde passend als vielleicht eine Stunde von Gebet. Allweiten da genug der Gott und Bruder, wir kommen hier bis morgen nach Waratodi Haar. Aus so einer Worte immer war bedürftig sein, Buße zu tun, um Vergebung zu beten. Haar ans Leben hat gar nicht immer den Reich der Wahrheit gewesen, den Menschen, die im diesen Leben leben. Wir sind vielleicht mit einem Judenton nach Worten hängen gewesen. Wir haben vielleicht wem im Stich gestanden mit unseren Stolz, mit uns eingebildet, mit was immer wir noch alles haben könnten und Herr, dann schenkt Vergebung und schenkt, dass wir das wollen erkennen können und dass wir wollen die Einstellung von Johannes nehmen, indem die meist versuchen, Weichwieser zu sein. Lieber Vater, mein Gebet ist, dass all die, was uns hier von dir zuhören tun, und wir alle, wir würden können für jemand einen Einfluss sein in dieser Weihnachtszeit, wo du können frei geben und wodurch du kannst geirrt worden. Lieber Vater, wirst du in jedem einen in dieser Adventszeit eine gesegnete Adventszeit schenken und dann helfen wir uns auch, da rechte Entscheidungen zu merken. Wirst du uns wieder beschützen in dieser trockenen Zeit, wo wir leben tun, und uns segnen auch zum Segen Saaten, ganz besonders. In die Namen beten wir. Amen. Da wir Platz nehmen. Feuer 107 ist hastig. Feuer 107 ist hastig. Wo denn der Meister kommet, macht seid bereit. Lampen mit Öl und brennen, macht seid bereit. Macht seid bereit, schnell kommt die Zeit. Macht denn der Meister kommen, was seid bereit. Macht denn der Meister kommen, ist vor der Tür. Kurz ist die Zeit und kostbar, bald ist er hier. Wach, seid bereit, schnell kommt die Zeit. Wach, denn der Meister kommen. Wach, seid bereit. Wach, denn der Meister kommen. Schon naht die Zeit, wenn wird wiederkommen. Oh, seid bereit. Wach, seid bereit, schnell kommt die Zeit. Wach, denn der Meister kommen. Wach, seid bereit. Wach, seid bereit und wartet, gebt um zu sehen. Alle ihr Heiligen rüsten, mit ihm zu gehen. Wach, seid bereit, schnell kommt die Zeit. Wach, denn der Meister
Ich will auch noch aufmeigen, ein paar Versen mitgeben. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christus Jesus ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.